Metal Leute, Servus und herzlich willkommen. Ja, ich habe einen Blog in der Hand. Heute brauche ich ihn, ich hoffe ihr verzeiht mir das. Aber ich möchte es gut machen. Und das ist übrigens jetzt schon die dritte Aufnahme, weil ich es gut machen will. Als erstes einmal, ihr wundert euch wahrscheinlich über den Titel, deswegen erkläre ich es euch kurz. Der Titel heißt Abonnenten-Special 100 Abonnenten. Und warum das so heißt, erkläre ich euch. Das Abonnenten-Special, ein Wunsch von der Isabella, hier nochmal einen Gruß von mir, von der Isabella der Wunsch, und mir hat dieser Wunsch sehr gut gefallen, weil ich bin ja ein sehr großer Fan dieser Mythologie, dieser Geschichte, und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache daraus wirklich ein Special. So, Problem an der Sache ist das ist ein gigantisches Thema, nordische Mythologie. Und weil das so ein gigantisches Thema ist, werde ich das folgendermaßen machen. 100 Abonnenten, 200 Abonnenten, 300 Abonnenten, 400 Abonnenten, Punkt. Momentan haben wir noch keine 400, wir haben heute gehabt 386. Ey, dafür erst einmal danke Leute, ihr seid richtig, richtig geil und ich freue mich auf weitere Abonnenten. Hört sich jetzt zu hochgestochen an. Ich freue mich auf ein weiteres richtig geiles Jahr mit euch. Wenn es jetzt der Anfang dieses Jahres schon so anfängt, ey, das ist echt absolutes Brett und ich kann euch echt nur feiern. Und ich hoffe, ihr feiert mich auch. Und wir machen das jetzt richtig professionell. Ihr seht den Greenscreen. Leider noch nicht so besonders gut, wie ich ihn möchte. Aber ich arbeite dran. Ich reiße mir wirklich den Arsch auf. Ich hoffe, das sieht man auch. Ich hoffe, das merkt man auch. Und ich will euch wirklich was bieten jetzt. Ich will euch wirklich zeigen, dass ich mich für euch anstrenge, dass ich es geil finde, dass ihr meine Videos so geil findet. Und das ist richtig, das wird ja ein richtiger Hype zur Zeit. Das ist richtig übel. Die Abonnenten-Specials werden deswegen in verschiedene Parts gepackt, weil diese Mythologie eben, wie gesagt, so riesig ist und ich mich darauf konzentrieren werde, das in verschiedene Punkte zu fassen. Punkt 1 wird sein Grundlagen. Das heißt, heute geht es um die Grundlagen. Tut mir leid, aber das Gelaber müsst ihr jetzt euch noch kurz anhören. Heute geht es um die Grundlagen. Das bedeutet, was ist Asgard? Was sind die Asen? Was ist Jotunheim, Niflheim, Muspelheim? Die ganzen Welten. Wie viele Welten gibt es? Das weiß auch nicht jeder. Dann, was gibt es für Lebewesen in diesen verschiedenen Welten? Was sind die Welten? Ja, solche Sachen will ich heute mit euch durchgehen. Dass ihr, wenn ihr das nächste Abonnenten-Special guckt, und dazu werde ich dann wahrscheinlich immer hier irgendwo Verlinkungen machen, in dem Video jetzt hier noch nicht, weil das wird immer bloß zurückgehen und nicht vor. Aber in jedem Abonnenten-Special wird ein anderes Thema sein. Und wahrscheinlich werde ich das Ganze von unten nach oben aufzäumen. Das bedeutet, ich werde die Geschichte das nächste Mal die Mythologie-Geschichte erzählen. Bis zu einem gewissen Punkt. Dann werde ich wieder über die verschiedenen Punkte sprechen. So zum Beispiel. Es gibt hier, ich habe mir jetzt keine Liste gemacht, wie viele es sind. Es gibt eine ganze Menge Asen. Dann gibt es Yggdrasil. Über Yggdrasil selber gibt es schon so gigantisch viele Geschichten. Insgesamt, und dazu kurz die Frage beantwortet, es gibt 9 Welten. Dazu kommen wir aber gleich nochmal genauer. Und dieses ganze Zeug wird in einem Part gesetzt. Das heißt, jetzt kurz die Grundlagen. Das heißt, ich gehe auf keine großen Geschichten ein. Ich erzähle euch kurz, knackig, schnell, was das Ganze mit dem Zeug auf sich hat, wo die Grundlagen sind und was man sich merken sollte. In den nächsten Geschichten gehe ich auf die verschiedenen Götter, auf die verschiedenen Welten oder auch auf die verschiedenen Situationen ein. Es gibt zum Beispiel Geschichten von Thor, dem Donnergott, den kennt ihr vielleicht der eine oder andere auch aus dem Film, wo er gegen die Midgard-Schlange kämpft. Was ist die Midgard-Schlange? Dazu kommen wir auch noch am Ende von dem Video hier. Wir fangen mit einer kurzen Story an. Und zwar, es gab am Anfang 2 Welten. Es war keine Dunkelheit, so wie es in der Geschichte der Christen erzählt wird, sondern es gab 2 Welten. Muspelheim und Niflheim. Wir sind in Midgard, deswegen links und rechts. Laut der Geschichte gibt es Muspelheim links und Niflheim rechts. Das kann allerdings sein, dass ich mich jetzt da vertan habe, mich da verlesen habe. Aber wenn ich mich richtig entsinne, wird die Welt die Welt wird auf jeden Fall so aufgeteilt. Obere Schicht, Mittelschicht, untere Schicht. Und das hat in dem Fall nichts mit, ich habe viel Kohle oder ich habe wenig Kohle zu tun, sondern Götter, Menschen und ja, Unterwelt halt. Das ist, was das genau auf sich hat, werde ich euch in Yggdrasil in der Geschichte dann erzählen. Also quasi im nächsten Part. Das wird wahrscheinlich dann Yggdrasil sein. So, jedenfalls
Muspelheim ist links und Niflheim ist rechts. So, in der Mitte ist gar nichts. Der Witz ist, dass in der Mitte später, und das ist das Schöne daran, in der Mitte wird später Midgard entstehen. Midgard, weil wir in der Mitte sind. Midgard, Mittel. Ne? Deswegen wahrscheinlich auch Mittelerde übrigens. So. Feuer und Eis. Niflheim ewiges Eis, Muspelheim ewiges Feuer. Zwischen diesen beiden Welten war ein tiefer, tiefer Graben. Und in diesem tiefen Graben war nichts. Da gab es kein Abgrund und nichts. Das war einfach ein Loch in der Erde, quasi so riesiger Graben eben. Und in diesem Graben hat Feuer und Eis, Hitze und Kälte miteinander gekämpft. Irgendwann ist aus dieser Hitze und Kälte ein Riese hervorgegangen. Dieser Riese hieß Ymir. Ymir war der größte Riese, der je gelebt hat. Das Problem ist, Feuer und Eis und der Riese. Wovon soll er leben? Was soll er fressen? Was soll er machen? So, das Interessante, das Coole daran ist, dass es zusätzlich zu dem Riesen eine Kuh gab. Keiner weiß, wo die herkam, die gab es einfach. Also hat Ymir die Kuh gemolken und die Milch gesoffen. Hat er halt was zu fressen gehabt, wohl glücklich. Hat gepennt und die Milch gesoffen. Was anderes hat er nicht gemacht. Die Kuh ist hergegangen und wie alle Kühe leckt sie gerne an Salzsteinen. Das war wahrscheinlich widerlich. Tut mir leid. Also, Kuh leckt gerne an Salzsteinen. Falls ihr schon mal Kuh gesehen habt oder am Bauern in der Nähe habt, fragt den mal. Kühe, Schafe, Schweine weiß ich es nicht, aber Kühe, Schafe, Pferde sind auf jeden Fall die Viecher, die gerne an Salz lecken. Das liegt daran, weil Salz ist für den Menschen oder auch für den Körper gut. Zu viel natürlich auch nicht, wie üblich. Aber Salz braucht der Körper und Kühe nehmen das Salz in dem Punkt auf, wo sie halt an Salzsteinen lecken, weil die können sich schlecht das Gras salzen. Ja, das käme komisch. Habt ihr schon mal eine Kuh gesehen, die so auf dem Rasen hockt, was schon so Breitbahn hat und dann das schön kräftig das Gras salzen tut? Wenn es Pech hat, dann läuft noch eine andere Kuh vorbei und lässt dann mal drauf und dann war's das. Okay, Schluss mit dem Blödsinn. Auf jeden Fall hat die an dem Stein geleckt. So. Und dadurch, dass die an dem Stein geleckt hat, war ein besonderer Stein. Und aus diesem Stein ist ein Haar hervorgegangen. Und noch ein Haar und noch ein Haar. Und ein paar Tage später, oder ein paar Wochen später, ich weiß jetzt nicht genau, wie es übersetzt wurde, wird aus diesem Stein plötzlich ein Lebewesen. Und dieses Lebewesen war Böre. Böre ist der erste Aase gewesen. So, an dieser Stelle einen kurzen Cut, denn ich muss euch noch kurz was sagen, das habe ich vorhin vergessen, das tut mir leid. Unten in der Videobeschreibung, stopp, bevor ihr irgendwas macht, ich habe ein Video auf YouTube mal gefunden, weil ich mal Geschichte von nordischer Mythologie eingegeben habe und bin auf dieses Video gestoßen. Sehr, sehr real, sehr intensiv und äußerst gut gemacht. Das ist eine Geschichte erzählt in einem Hörbuchstil von der nordischen Mythologie. Und ich sag euch, wenn euch dieses Thema, die nordische Mythologie, interessiert, ich habe mehrere Sachen unten verlinkt, das werde ich euch alles am Ende nochmal sagen, falls ihr jemand bis zum Ende durchschaut. Alles, was ich da unten verlinkt habe, wo Wikinger oder so davor steht oder Götter davor steht, ist eine Informationsquelle, die ich benutze. Das bedeutet, die Geschichte von den ganzen Asen, die ich euch das nächste Mal oder das übernächste Mal erzählen werde, habe ich aus dieser Geschichte. Die könnt ihr euch mal anhören. Vorsichtig aber, die geht nämlich über 3 Stunden. Ich persönlich empfehle euch, schaut sie euch an, wenn ihr 3 Stunden Zeit habt oder 2 Stunden Zeit habt. Ich weiß ja genau, wie lange sie geht. Aber wenn ihr so viel Zeit habt, wie das Video geht, schaut es euch auf jeden Fall mal an, wenn es euch interessiert. Aber tut euch selbst den Gefallen, denn das ist echt nicht schön. Geht her und hört es euch in einem an und nicht in 2 oder 3 Teilen. Ich weiß, es ist lange, aber ihr könnt ja nebenbei irgendwas spielen oder so oder irgendwas hören. Es ist halt wesentlich schöner. Vielleicht gibt es auch ein Buch dazu. Ich weiß es nicht, wenn ihr lieber lesen denn als das Hörbuch hören. Ich persönlich mache beides ganz gerne. Es kommt darauf an, wie ich die Zeit und die Lust habe. So, und in dieser Geschichte geht es eben, wie gesagt, um diese ganzen Dinge, wo ich jetzt auch gerade erzähle. Also, jetzt gab es 3 Lebewesen. Böre, den ersten Asen. Dann gab es Ymir, diesen riesigen, fetten Riesen. Das war der größte Riese, der je gelebt hat, weil größeren gab es nicht. Und als letztes
Dann gab es noch die Kuh. So, jetzt muss man dazu sagen, Ymir wollte irgendwas machen, aber was anderes als Milch von seiner Kuh zu saufen und zu schlafen ist ihm nicht eingefallen. Irgendwann hat er allerdings angefangen zu schwitzen. Und jetzt kommt der Hammer, jetzt müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Der erste Teil, aus seinen Achseln, als er angefangen hat zu schwitzen, sind Lebewesen hervorgegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Wanen waren oder ob das andere Lebewesen waren. Namentlich wurden sie nicht erwähnt. Aber es sind auf jeden Fall auch Wesen. Also menschartige Wesen, Aaswesen, wie auch immer so in dem Sinne. So, und auf das Wunder von seinen Achseln waren seine Füße neidisch. Und jetzt, das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin so abgebrochen, als ich das erste Mal gehört habe. Pass auf. Die Füße waren neidisch auf die Achseln, weil die Lebewesen hervorgebracht haben. Die Füße. Also macht der linke Fuß das einzig Richtige, was man in dem Moment machen kann. Er geht her und vögelt den rechten Fuß. Das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Die Füße paarten sich miteinander. Die haben miteinander gevögelt. Die haben miteinander Sex gehabt. Die Füße. Ich habe keine Ahnung, wie die das angestellt haben, aber anscheinend haben sie es geschafft. Auf jeden Fall ist aus dieser Liebschaft, also quasi aus den Füßen, die da mal gepimpert haben. Oh, die pimpert ab! Auf jeden Fall, die Füße haben halt mal eine Nummer geschoben und dann ist halt ein Lebewesen hervorgegangen mit 6 Köpfen. Das war der erste Riese, der nach Ymir erschaffen wurde. So. Und die Füße haben sich immer weiter gepaart und da sind immer wieder neue Wesen hervorgekommen. Neue Riesen und neue Trolle. So ist das Geschlecht der Riesen und Trolle entstanden. Also gab es jetzt 3 Arten. Naja, 4 mit der Kuh. Es gab die Kuh, es gab die Viecher, die aus den Achseln gekommen sind, es gab den Riesen und es gab den Asen Ymir. Jetzt habe ich die Namen durcheinander gebracht. Der Riese hieß Ymir und der Ase hieß Büre. So, Büre hat einen Sohn gehabt. Dieser Sohn hat sich dann mit einer Riesentochter zusammengetan. Und die beiden, aus dieser Liebschaft, also zwischen der Riesin und dem Sohn von Büre, ist Odin entstanden. So, und warum habe ich euch das jetzt erzählt? Ganz einfach. Das ist die Entstehung der ganzen verschiedenen Geschlechter gewesen. Es gab dann noch Odins Brüder. Es gab 2, wie gesagt, den einen Namen vergesse ich immer, es tut mir leid, aber das kommt dann, wenn ich über die Asen mal richtig spreche. Auf jeden Fall, es gab den Wie, also der heißt wirklich W heißt der. Ich glaube, der eine heißt Wed und der andere heißt W, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall Odin, W und der Bruder von den beiden sind einmal am Strand entlang gegangen. Ja? Und plötzlich sehen sie am Strand so Treibgut, so Treibholz. Und dann sagt der eine, wo ich immer vergesse mit dem Namen, sagt zu den anderen beiden, hey, seht mal, die sehen ja aus wie wir. Und dann sagt Odin, wieso denn? Ja, pass mal auf, das hier ist der Kopf, das sind die Arme und 2 Beine haben sie auch. Also gut, dazu muss man wissen, dass die Götter gerne spielen. Dann sind sie hergegangen und haben die aufgestellt, haben sie eingekleidet. Odin hat ihnen Leben eingehaucht, der andere hat ihnen Verstand gegeben und W, also der letzte Bruder, der hat ihnen Gehör, Sprache und Augen gegeben. So ist das Geschlecht der Menschen entstanden. Aus der Leiche von Ymir, ich habe ja gesagt, er ist gestorben. Warum und alles, das erzähle ich euch, wie gesagt, beim nächsten Mal. Der ist gestorben, der ist draufgegangen und aus seiner Leiche fressen ja oft Würmer. Und aus diesen Würmern wurden dann Zwerge. So, und jetzt wisst ihr, wie die Zwerge, die Menschen, die Asen, die Riesen, die Trolle, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Wie die halt alle entstanden sind. So, und ich erzähle euch jetzt das aus diesem Grund. Es gibt 9 Welten, die erzähle ich euch jetzt alle mal, wie sie heißen, und dann gehe ich auf die Welten ein. Es gibt Muspelheim, Niflheim, Asgard, Varnheim, Alfheim, Jotunheim, Svartheim, Hel, die heißt bloß Hel, ich weiß nicht warum, Helheim oder so gibt es nicht, das ist nur Hel. Und dann gibt es noch Midgard. Midgard sind wir, die Menschen, die Erde. So, und jetzt zu den Geschichten.
Muspelheim, habe ich schon gesagt, ist die Welt links neben uns mit Feuer, ewiges Feuer und so weiter. Da fackelt alles ab. Rechts neben uns gibt es Niflheim. Niflheim ist die Welt des ewigen Eises. So, ich habe, glaube ich, vorhin, wenn nicht, dann sage ich es jetzt noch einmal, es gibt diese 3 Schichten, in denen das Ganze dargestellt wird. In der obersten Schicht ist Varnheim und Asgard, wenn ich mich nicht vollkommen täusche. Dann in der Mitte sind wir, Midgard. Dann rechts neben uns Niflheim, links neben uns Muspelheim. Und das Interessante ist, in der Nähe von Niflheim, ich weiß jetzt nicht, ob das zwischen uns und Niflheim ist oder auf der anderen Seite von Niflheim, oder halt irgendwie so in der Nähe von Niflheim auf jeden Fall, ist dann noch Jotunheim. In der Geschichte von der Mythologie wird ja oft gesagt, also in dem Film von Thor, wird ja gesagt, dass die Eisriesen das sind. Und die Eisriesen, bei denen ist deswegen kalt, weil die in der Nähe von Niflheim sind. Die Welten, die wir jetzt haben. Alfheim, Hel und Svartheim. Wenn ich das jetzt richtig sehe, sind diese 3 Welten unter uns. Alfheim, Svartheim und Hel. Ich weiß jetzt nicht, ob Svartheim wirklich unter uns ist oder ob wir in der Mitte 4 sind. Ich glaube, also wie gesagt, es geht so von oben nach unten. Ne? Auf jeden Fall, Hel ist die Hölle. Ja, das, wo man hinkommt, wenn man fragt. Hel, so heißt übrigens auch die Herrscherin in diesem Land, also in dieser Welt. Hel ist die Hölle. Eigentlich, es gibt in der nordischen Mythologie keine Hölle oder keine Hölle. Es gibt in der nordischen Mythologie eigentlich nur Tod sein und nicht tot sein. Wobei man dazu sagen muss, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, hä? Was? Moment mal, ich dachte, wenn man stirbt, kommt man nach Valhalla. Fast. Nach Valhalla kommen Helden. Also die Leute, die im Kampf sterben, die als Helden sterben, die Leute kommen nach Valhalla. Zusätzlich, und das ist auch das Interessante, zu Valhalla zusätzlich gibt es noch eine zweite, das ist allerdings keine Welt, das ist eine Halle. In Asgard in Asgard leben ja die ganzen Asen und die Wanen. Und in Asgard hat jeder sein Schloss. Ja? Jeder Ase hat ein Schloss oder eine riesige Burg oder irgend sowas. Und jetzt kommt das Interessante. Odin, also Odins Halle, Odins Methalle ist Valhalla. Die nennt sich Valhalla, das ist eine Methalle. Und es gibt eine weitere Halle, da weiß ich allerdings jetzt den Namen momentan nicht, ist auch eigentlich unwichtig. Die zweite Halle wird von Freya, der Göttin der Liebe, die Göttin der Liebe, des Zusammenhalts. Ja, es ist die Göttin der Liebe, Freya. Und Freya hat auch eine Halle. Ich weiß jetzt bloß den Namen nicht, der fällt mir jetzt bei Person nicht ein. Es tut mir echt leid, aber wie gesagt, das geht eigentlich gar nicht darum. So, und diese 2 Hallen werden gefüllt mit den Helden. Wobei es, glaube ich, ein weiteres Kriterium gibt, ob du nach Valhalla kommst oder in die andere Halle. Auf jeden Fall, wie dem auch sei, werden in diesen beiden Hallen Helden aufgenommen. Welche die im Kampf sterben, etc. Wenn man auf hoher See stirbt, wenn man hops geht, warum auch immer. Wenn man nicht als Held stirbt, nicht als Krieger in der Schlacht, und deswegen waren die Nordmänner so erpicht auf Krieg und auf Kampf, dann landet man in Hel. Und in Hel ist das Interessante, dass Hel ist eine Göttin, allerdings ist die auch eine Tochter, und zwar die Tochter von Loki. Dazu kommen wir später noch und dann werde ich diese Geschichte weiterführen. Ihr merkt schon, es wird heute ein bisschen länger dauern, das Ganze. Wir sind nämlich noch nicht einmal am Anfang. Asgard, also Niflheim und Muspelheim, da brauchen wir nicht viel drüber reden. Feuer und Eis. Mehr braucht man dazu nicht wissen. Asgard ist eine Burg, die über der Burg von Midgard liegt. Was denkt ihr euch? Burg von Midgard? Was bist denn du für Kasper? Ganz einfach. Die Asen haben den Menschen eine Burg gebaut. Also die haben eine Mauer um ein Gebiet gezogen und dieses Gebiet nennt sich Midgard und das ist unsere Welt. Wenn man das jetzt quasi auf unsere Zeit erweitern möchte, sollte man vielleicht sagen, wir haben quasi einen Planeten. Die haben uns quasi einen Planeten erschaffen. Wenn man das in dem Punkt sehen möchte.
Und warum haben die das gemacht? Warum haben die eine Mauer um unser Gebiet gezogen? Weil die Riesen und Trolle haben uns ständig angegriffen und die Menschen können sich auf Dauer nicht gegen Riesen und Trolle wehren. Und die Asen können uns auch nicht dauernd beschützen, was sie ja gemacht haben. So, und deswegen haben sie uns eine Burg gebaut, dass die Riesen und die Zwerge nicht ständig, die Riesen und die Trolle nicht ständig auf uns losgehen können. So. Und Asgard ist auch eine Burg. Allerdings ist die über uns. Die ist quasi über uns gebaut worden. Die ist genau über Midgard. Midgard und Asgard quasi so. Und dann ist rechts oder links irgendwie so verteilt dann nochmal Varnheim oder Alfheim. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, Alfheim ist auch weiter oben. Aber dass Asgard über uns ist. Das ist das Heim der Götter. Und es gibt ja den Bifröst. Das ist die Regenbogenbrücke. Der Bifröst wird von Heimdall beschützt. Und der Regenbogen, da hat er Rot drinnen. Das Rot im Regenbogen ist Feuer. Das heißt, es ist nicht einfach dahin zu kommen, weil durch Feuer kommt man einfach so drüber, außer man ist ja Gott oder irgendwas. Und deswegen ist es so eine interessante Geschichte, dass man halt nicht einfach so nach Asgard kommt. So, dann gibt es Varnheim. Varnheim ist die Heimat der Wanen. Dazu muss man jetzt noch mal was wissen. Das habe ich jetzt glaube ich noch nicht erwähnt. Wenn doch, tut es mir leid. Varnheim, Wanen und Asgard, Asen. Die Asen sind Götter und die Wanen sind auch Götter. Jetzt denkt ihr euch, hä? Es gibt doch nur eine Art von Götter. Ja, das ist eigentlich auch richtig. Denn das ging so los. Die Asen und die Wanen haben erst einmal friedlich nebeneinander gelebt. Die haben sich nicht bekämpft oder so, aber die Asen haben sich darauf vorbereitet, dass falls es mal passiert, sie bereit sind. Da gibt es dann auch eine genauere Story darüber, warum die Wanen und die Asen dann Krieg geführt haben. Das liegt dann nämlich an einer alten Hexe. Aber dazu, wenn wir bei den Wanen sind und den Asen, ich weiß, ich sage das zu oft, aber es tut mir leid, es ist halt einfach so, dass es zu krass ist, das Ganze auf einmal zu erklären. So, auf jeden Fall, die Wanen sind dafür verantwortlich, dass es bei uns draußen wächst. Ja, dass wir ernten können, dass es bei uns wächst, dass wir was zu fressen haben. Gut Deutsch gesagt. So, das sind die Wanen. Dann gibt es noch Alfheim. Dazu muss man jetzt wissen, es gibt ein Geschlecht, das nennt sich Alben. Es gibt schwarze Alben und es gibt weiße Alben. Alben werden auch als Elfen übersetzt. Also das, was man als Elfen kennt, kommt eigentlich von den Alben. Ich glaube in der nordischen Mythologie, also nordisch werden sie gesprochen Alben und bei uns heißen sie Elfen. Also das, was wir als Elfen kennen, sind eigentlich die Alben. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel WoW-Spieler seid, dann habt ihr ja auch immer die Möglichkeit, einen Dunkelelf zu spielen. Dunkelelf oder auch einen schwarzen Elf. Und das sind eigentlich Alben. Also das kommt eigentlich aus der nordischen Mythologie. Und die schwarzen Alben sind böse, während die weißen Alben gut sind. Ist einfach so. Das sogenannte Wechselbalg, falls ihr schon mal von dem Wechselbalg gehört habt. Ein Wechselbalg, das erkläre ich jetzt kurz, ein Wechselbalg ist ein Kind, das ausgetauscht wurde. Sobald ein Kind geboren wird, kommt es vor, dass das Kind ausgetauscht wird. Und wenn ein Kind ausgetauscht wird, dann nennt man das ein Wechselbalg. So, die schwarzen Alben sind, Odin wacht ja über alles. Der hat 2 Raben und hat halt ein paar so Möglichkeiten. So, und Odin hat halt alles beobachtet. Er wusste zum Beispiel nicht, wo die Alben herkommen. Bei den Wanen bin ich mir jetzt nicht sicher, aber bei den Alben wusste er nicht, wo die hergekommen sind. Er kann sich nicht daran erinnern, dass die Asen sie geschaffen hatten. Und ja, deswegen habe ich euch vorhin erzählt, wie das alles entstanden ist, wie die ganzen Geschichten entstanden sind, die ganzen Lebewesen. Bei den Wanen weiß er nicht, wo die hergekommen sind und bei den Asen auch, bei den Alben auch nicht. So, dann gibt es auch noch so komische Feuerwesen, die glaube ich in Muspelheim leben, aber da ist nie drauf eingegangen worden in der Geschichte. Ja, und die sind eben, wie gesagt, dafür verantwortlich. Übrigens sind auch die schwarzen Alben dafür verantwortlich, dass wir, also die Menschen, an Geister, Dämonen etc. glauben. Denn die Alben haben sich, wie gesagt, über die Mauer geschlichen von Midgard und haben unter uns Geschichten erzählt, von wegen also die können sich halt verkleiden und so weiter. Ja, ich habe einen Geist gesehen oder irgend sowas, ne? Also quasi eine verstorbene Seele.
Und so ist das Ganze mit den Gerüchten entstanden von den Alben, also von den Geistern, von den Dämonen, von Seeschlangen und so weiter. So wird das in der Mythologie erklärt. So, Jotunheim dürftet ihr aus dem Film Thor kennen. Jotunheim, und deswegen habe ich euch gesagt, wie es ungefähr aufgeteilt ist. Jotunheim ist in der Nähe von Niflheim und deswegen ist Jotunheim immer kalt. In Jotunheim habt ihr die Eisriesen gehabt, also im Film. Es gibt da wirklich die Riesen. Und eine Geschichte, warum es im Winter kalt und im Sommer warm ist, ist die Eisriesen, ne? Die Riesen, wo Eis herbringen, die kommen von den Bergen zu uns runter und bringen den Frost mit. So entsteht der Winter. Und im Frühling kommt Thor dahergeschissen, schmeißt seinen Hammer und jagt die Riesen wieder in die Berge. Ihr wisst doch, dass es donnert und blitzt, gewittert. Man hat damals gesagt, wenn es donnert, hat Thor einen Riesen erschlagen. Also quasi hat Thor mit seinem Hammer einen Riesen erschlagen. Und das ist der Donner gewesen. Sollte man auch wissen. Ist auch echt spannend eigentlich, wie das alles erklärt wurde. Die haben damals für alles Erklärungen gehabt. Das finde ich so genial. Jotunheim, das Land der Riesen und Trolle. Und Trolle. Weil in der Geschichte, also in dem Film Thor, wird ja nicht auf die Trolle eingegangen, sondern nur auf die Riesen. So. Gut, Jotunheim. So, jetzt haben wir Svartheim. Svartheim ist eigentlich in der Geschichte sehr, sehr selten aufgetaucht. In Svartheim gibt es die Zwerge. Die Zwerge und etwas, was nie erwähnt worden ist, die Gnome. Also alle Gnome und Zwerge, die in der Mythologie auftauchen, sind aus Svartheim. Den Zwergen verdanken wir ziemlich viel. Zum Beispiel die Himmelsrichtungen. Es gab nämlich 4 Brüder. Schmarre. Es waren gar keine Brüder. Odin hat festgestellt und auch die Götter haben festgestellt, dass sie ohne die Zwerge können sie nicht. Die Zwerge sind zwar manchmal böse, manchmal gut, schlagen sich manchmal auf die Seite der Riesen und manchmal auf die Seite der Asen. Die sind ein bisschen so neutral quasi. Im Prinzip sowas ähnliches wie die Schweiz, nur dass die sich halt immer wieder auf die Seite des jeweils anderen schlagen manchmal, je nachdem wie sie lustig sind. Die Zwerge kann man einfach nicht vergessen, die braucht man einfach, ja. Den Zwergen verdanken wir zum Beispiel die Schmiedekunst und einiges andere. Auch die Himmelsrichtungen verdanken wir den eine geschickt. Und zwar hat er einen nach Süden, einen nach Norden, einen nach Westen und einen nach Osten geschickt. Das war jetzt wahrscheinlich falsch, aber es ist egal. Norden nicht ohne Seife waschen. Also Norden, Osten, Süden, Westen. Das ist so eine kleine Eselsbrücke, kennt jeder ein bisschen anders, ist egal. So. Und also verdanken wir auch den Zwergen die Himmelsrichtungen. Das ist schon interessant. So, als nächstes kommt Hell. Hell ist, wie gesagt, die Hölle. Allerdings halt nur das, wo die Götter, die Toten hinkommen. Brauche ich jetzt nicht genauer drauf eingehen, habe ich nämlich gerade schon gemacht. Und was es mit der Göttin selber auf sich hat, werde ich euch nachher erklären. Und Midgard kommt nicht umsonst zum Schluss. Midgard sind wir, die Menschen. Eine Burg, die von den Göttern erschaffen wurde oder gebaut wurde, übrigens aus den Augenbrauen von Ymir, von dem Riesen. Interessant, ne? Ja, und so ist halt quasi das entstanden. Das ist ziemlich genial, finde ich. So, als nächstes, und das wird jetzt auch interessant, jetzt kommt noch die Sache mit dem Yggdrasil. Was ist ein Yggdrasil? Naja, ihr kennt ihn vielleicht auch unter dem Namen Weltenbaum oder Weltenesche. So, das Interessante daran ist, es gibt dafür mehrere Namen. Es gibt Yggdrasil, kennt normalerweise jeder. Wenn man ihn nicht kennt, kennt man ihn als Weltenbaum oder als die Weltenesche. So, wenn man ihn als diesen Namen nicht kennt, kennt man ihn eventuell unter diesem Namen. Odins Pferd, 3 Drachensäule, beziehungsweise Drachensäule, da war nicht genau dargeschrieben, ob das jetzt 3 Drachensäule oder Drachensäule heißt. Also Drachensäule oder auch furchterregender Baum. Das sind die Namen, die mir aufgefallen sind, die ich herausgefunden habe. In verschiedenen Sprachen heißt auch auf verschiedene Art und Weise, wird verschieden ausgesprochen, das ist egal. Auf jeden Fall sind das so die grundlegenden Namen, die ich gefunden habe. Auch wird der Weltenbaum, also Yggdrasil, wird der Weltenbaum genannt und als Zentrum des Universums gesetzt. Das heißt, schaut euch irgendwie einen Baum an oder sonst was
Und stellt euch das folgendermaßen vor. Wir sind ungefähr in der Mitte des Baumes. Midgard. Und dann rechts und links neben uns halt verteilt sind dann halt die anderen Welten. Niflheim, Muspelheim und so weiter. Direkt unter uns ist Hel. Das Reich der Toten. Und direkt über uns ist Asgard. Also quasi in der Baumkrone, weiter oben im Baum auf jeden Fall. In der Baumkrone selbst nicht, weil in der Spitze des Baumes, dazu komme ich wie gesagt genauer, wenn es dann in der Mythologie ist, in der Spitze des Baumes sitzt ein goldener, das wird auch durch verschiedene Dinge immer wieder umgesetzt, sitzt ein goldener Hahn oder auch ein goldener Adler. Das wird wie gesagt immer wieder mal ein bisschen verzerrt, das weiß ich nicht genau, aber normalerweise wird es als goldener Hahn dargestellt. Und unter Yggdrasil ist ein schwarzer Hahn. So, und irgendwann, und deswegen habe ich übrigens auch das Ragnarok-T-Shirt an, das hat damit jetzt, mit dem Festival hat es nichts zu tun, aber das hat den gleichen Namen. Wenn eines Tages krähen beide Hähne, dann reißt sich der Fenriswolf, dazu komme ich auch gleich noch, der Fenriswolf los. Hel nimmt die ganzen Toten als Armee. Der Fenriswolf reißt sich los. Hel marschiert mit ihrer Totenarmee nach Asgard. Und Moment, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Er reist mit seiner Totenarmee nach Asgard und die Midgard-Schlange ebenfalls. So. Ja, und das ist halt echt interessant, weil das ist quasi dann Ragnarök. Ragnarök ist das Ende der Welt. Ja. Es ist äußerst interessant eigentlich, wie das alles sich so zusammenfasst. So, ein letzter Punkt, den ich zu Yggdrasil mache. So, ein letzter Punkt, den ich euch zu Yggdrasil sage. Es gibt 3 Wurzeln. Wurzel 1 ist in Asgard. Wurzel 2 ist in Midgard. Und jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich denken, ja, ist logisch, die dritte ist in Hel. Nein. Asgard, Mittelerde, also quasi, bin ich jetzt so blöd? Midgard, ist bei uns. Und die dritte ist in Niflheim. An einem der unwahrscheinlichsten Orte, interessanterweise. Was sollen wir dazu bloß sagen? Also es gibt in Midgard eine, in Niflheim eine und in Asgard eine. Kann man jetzt viel dazu sagen. Und das eine, was eine Wurzel ist, wird als Baum dargestellt, der in der Mitte von Asgard blüht. So. Die Wurzel von Asgard, oder der Baum von Asgard, in dem Sinne wie auch immer, wird so dargestellt, dass die Nornen, dazu komme ich auch gleich noch, die Nornen dann immer die Wurzel gießen. So, jetzt haben wir ziemlich viel gesehen, ziemlich viel gehört und jetzt geht es trotzdem noch weiter. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, wie viele es sind, deswegen kann ich euch jetzt nicht sagen, aber das hier ist die Liste, wenn man es lesen kann, wahrscheinlich nicht, das werde ich euch gleich vorlesen. Das hier ist die Liste der ganzen Göttinnen und der Wanen und ebenfalls der Nornen. Ich beginne bei den Nornen, weil ich erstens von ihnen gerade gesprochen habe und zweitens, dass es jetzt schneller geht, also sind bloß 3. Es gibt 3 Nornen, die gießen die Yggdrasil, also den Baum, die Wurzel, wie auch immer. Abgesehen davon sind die Nornen Hellseher, die können in die Zukunft sehen und prophezeien Odin auch ein ziemlich schreckliches Schicksal, denn er wird vom Fenriswolf getötet. Dazu aber auch gleich noch mehr. Am Ende vom Video wird das alles kommen. So. Od, Verdande und Skuld heißen die 3. Die werden auch so ausgesprochen. Also Od, Verdande und Skuld werden die ausgesprochen und auch so heißen sie auch. So. Dann gibt es die Wanen. Die Wanen sind wie gesagt auch Götter. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt nur noch 4 Wanen. Warum gibt es nur noch 5? Es gibt noch 5 Wanen. Und es gibt nur deswegen noch 5 Wanen, weil Asgard und Vanheim Krieg geführt haben. Das Ganze ist wie gesagt, falls ich das schon gesagt habe, falls nicht, tut es mir leid. Der ganze Krieg ist durch eine Hexe entstanden, wo ich mir jetzt den Namen dummerweise nicht gemerkt habe. Aber durch diese Hexe ist ein Krieg entstanden. Weil durch diese Hexe ist der Krieg entstanden. Die war erst in Asgard und wollte dann dafür sorgen, dass die halt quasi Schätze horden. Aber die Asen waren zu schlau für sie, weil die will halt alles golden und glänzende. Und dann ist sie hergegangen und ist nach Vanheim gegangen und hat dann halt die Wanen, die wesentlich
geistesschwacher Sinn davon überzeugt, dass die Asen böse sind, dass die Asen gestürzt können, hat denen dunkle Magie beigebracht und hat angefangen halt miteinander dann Krieg zu führen. Die ist dann in dem einen Krieg ist sie dann draufgegangen, genauso wie Odins 2 Brüder und einige Dutzend andere Asen. Die Asen hätten fast verloren, doch irgendwann haben die Asen trotzdem den Sieg davongetragen. Haben sie Geiseln ausgetauscht. Darunter haben sie einen Troll. War das ein Troll? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es ist einer von Odins besten Freunden. Dazu kommen wir irgendwann, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall haben sie den ausgetauscht. Und einen anderen Asen. Dazu kamen dann 3 von den Wanen nach Asgard. Jetzt muss man dazu sagen, dass Odin ein sehr, sehr gnädiger Gott ist. Er ist hergegangen und hat den 3 Wanen, hat die so behandelt, als würden sie auch normal behandelt. Also er hat die quasi nicht als Gefangene, wie sie eigentlich gedacht war, behandelt, sondern er hat sie ganz normal als ganz normale Gäste behandelt. Er ist übrigens ist er der Gott der Gastfreundschaft. Abgesehen davon, dass er der Allvater ist und so weiter und so fort. Ja, und das Ganze ist halt interessant, weil die haben dann, also die Asen haben dann von diesen 3 von diesen 3 Wanen, die nach Asgard gekommen sind, gelernt. Also die haben die Magie gelernt, die haben viele verschiedene Sachen gelernt und so weiter und so fort. So, wir fangen einmal an. Freya ist die Göttin der Liebe, habe ich schon gesagt. Und das Interessante hier wieder, wie gesagt, ist, dass sie eine Wane ist. Sie ist keine Asin, sondern eine Wane. So, dann gibt es Frigga, glaube ich heißt, Freyr. Der wird anders ausgesprochen, ist ein Kerl und ist der Bruder von Freya. Wobei man dazu sagen muss, dass er gleichzeitig auch irgendwie, das ist schwierig zu erklären. Also Freyas Vater, also Freya und Freys Vater sind quasi Bruder und Schwester gewesen und die haben gevögelt, sind zusammen gewesen, haben zusammengehört, das war damals noch so, also bei den Wanen. Und somit haben die beiden Brüder, waren sich näher gestanden als halt quasi normale Bruder und Schwester. So wird es in der Geschichte erzählt. Jetzt gibt es noch 3 weitere. Wobei ich jetzt nicht weiß, und das ist nämlich das Interessante, es gibt 3 Leute, 3 Wanen, die zu den Asen geliefert wurden. Also quasi ausgeliefert wurden als Gefangene. Das eine war Freya, das andere war Frey. Quasi der Bruder. Die werden, glaube ich, fast gleich ausgesprochen. Jedenfalls, warum das bei den Wanen dabei stand, weiß ich nicht. Und ich Idiot, schreibe das auch noch mit auf, ey. Also, Gulveregg ist die Hexe gewesen, die dafür gesorgt hat, dass zwischen den Wanen und zwischen Asgard Krieg entstanden ist. So, also, Freya, Frey, Natus und Njöror. Weiß leider nicht, wie das ausgesprochen wird, leider. Tut mir leid, der wurde nie erwähnt. Njöror. Irgendwie so. Das sind die 4 Wanen. Und Gulveregg ist wie gesagt die eine Hexe, die hat eigentlich bei den Wanen nichts verloren. Die war auf der Liste allerdings als Wanen ausgeschrieben, wo ich mir jetzt gerade denke, hä? So, und jetzt fangen wir mit den Asen an. Männliche Asen. Balder. Börs. Bragi. Büre. Dag. Dalling. Farsati. Heimdall. Herdomond heißt der, glaube ich. Jöder, Hönir, Krasir, Lodur, Loki. Wobei man bei Loki wieder sagen muss, es ist ja eigentlich kein Ase von Geburt her, sondern es ist eigentlich es ist eigentlich das Kind eines Riesen, und zwar 2 Riesen. Aber der hat sich ziemlich früh. Hier ist wieder der Film falsch von Thor. Loki werde ich euch am Ende nochmal erzählen. Kommt sowieso irgendwann in der Geschichte nochmal vor, aber über Loki werde ich euch am Ende nochmal kurz was erzählen. Und dann kann ich nämlich auch Lokis Kinder nochmal mit einbauen. So, Loki, Magni, Modi. Modi ist auch ein relativ bekannter Gott, sage ich jetzt mal. Oder, Odin, Rig,
Sköld, glaube ich, soll das heißen. Tor, Tür, Uller, Walli, Wie. Also W ist ja der Bruder von Ding. Und Willi, glaube ich, soll das heißen. Und Vidar heißt der, glaube ich, oder Vidor. So, das sind die männlichen Asen gewesen. Die weiblichen Asen sind Bil, Ir, Frigg, genau, Frigg, Wulla, Gallian, weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird, Ghana, Hannas, Idin, Idun wurde geschrieben, glaube ich, und gesprochen, Jörd, Lofen, Nanna, Not, Saga, Sif, heißt wirklich so, Sigyn, glaube ich, soll die heißen, Sjöfen, also ihr merkt schon, das ist definitiv eine schwierige Sprache, Sjöfen, Snotara, äh, Skadi, Sol, Sin, Fruit und War. Und das obere wird übrigens nicht Vrick, sondern Frigga ausgesprochen. Ihr merkt, die werden schwierig ausgesprochen. Das sind die Götter. Die männlichen, die weiblichen, die Wanen. Wie gesagt, Gulveig ist eigentlich keine Wane, sondern eigentlich die Hexe, die da halt irgendwie auftaucht ist. Und die Nornen habe ich euch alle erzählt jetzt. So, wir neigen uns jetzt langsam aber sicher dem Ende zu. Und aus Interesse, kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Ja, und ihr habt jetzt ja schon, wenn ihr jetzt einmal auf die Zeit seht, merkt ihr, dass wir schon auf über 47 Minuten sind. Ich werde ein bisschen was schneiden müssen, aber der Großteil passt ja eigentlich so, wie ich ihn jetzt vorgetragen habe. Das ist ja alles meine Geschichten hier, das war ja alles aus der Geschichte erklärt. Und das ist echt interessant, finde ich. Vielleicht werde ich das eine oder andere rausschneiden. Ich muss mir das jetzt alles nochmal anschauen dann. Das wird wieder lustig, dafür wieder meine eigene Stimme ewig hören. So. Als kleine Gedächtnisstütze nehme ich mir jetzt hier das nochmal zur Hand. Kleinen Moment. Lokis Kinder. Erst einmal fangen wir mit Loki an. Loki habe ich ja bei den Asen vorgelesen. Fakt Nummer 1. Loki ist nicht Thors Bruder. Auch ist er nicht Thors Adoptivbruder. Odin hat Loki damals aufgenommen. Das ist richtig. Aber nicht als seinen Sohn, sondern als seinen Freund. Und genau genommen ist Loki und Odin sind sogar Blutsbrüder. In der Geschichte, also in dem Film von Thor, wird es so ausgelegt, dass Thor und Loki fast gleich alt sind. Das ist Blödsinn. Aber Thor, oder ist glaube ich sogar richtig, aber das spielt jetzt keine Rolle. Denn Loki ist nicht Thors Bruder und auch nicht sein Adoptivbruder. Übrigens hat Thor Brüder, mehrere. Aber Loki ist der Sohn zweier Riesen. Ja? Und deswegen wird er eigentlich nicht als Ase gesehen. Aber weil er Blutsbrüderschaft mit Odin geschlossen hat oder geschworen hat, wird er als Ase gesehen und bleibt bei den Asen. So, das Coole daran ist, dass er ist eigentlich jetzt ein Ase, ja, also er gehört zu den Asen. Aber gleichzeitig ist er derjenige, der für den Untergang von den Asen sorgen wird. Und von der Welt eigentlich, von den ganzen Existenzen momentan. Ja, und wie kommt es? Ganz einfach. Also, die Asen haben sich immer wieder mal mit den Trollen und den Zwergen, mit den Trollen und den Riesen eingelassen, ja. Haben immer wieder mal da heiße Liebschaften gehabt, ja. Waren zwar eigentlich Feinde, aber es ist immer wieder mal zu Liebschaften gekommen. Auch gab es bei den Asen damals ja nicht, das ist mal Frau, mehr brauchen die nicht, sondern es gab halt immer wieder mal, sowohl die Frauen als auch die Männer haben halt auch immer wieder die Treue gebrochen. Da gibt es auch eine sehr interessante Story von Freya, aber das gehört jetzt nicht hierher. Jedenfalls, das richtig Geile daran ist, dass Loki kam irgendwann wieder, der ist einmal eine Zeit lang weg gewesen und irgendwann ist er wieder gekommen. Und dann haben halt die Asen so, waren halt zusammengehockt, haben gefuttert und dann haben sie halt immer wieder Geschichten erzählt. Und irgendwann kam Loki.
Und Loki hat dann erzählt von einer Frau, von einer Riesenfrau, mit der er sich den Sommer über vergnügt hat und die ihm 3 Kinder geboren hat. Ein Mädchen, das auf der einen Seite schwarz war und auf der anderen Seite weiß war. Das wird, glaube ich, auch gesagt, welche Seite, das weiß ich jetzt aber nicht auswendig. Jedenfalls, die ist auf der einen Seite weiß und auf der anderen Seite schwarz. Dieses Kind, das ist dieses Mädchen, nennt sich Hel und wird die spätere Göttin der Toten. So, das nächste ist ein Wolf. Fenris. Der Fenris-Wolf. Vielleicht hat einer von euch von LeFloid das Video gesehen. Das ist jetzt von 2 Tagen ist es jetzt abgelaufen. Eigentlich hätte, also bei mir ist es jetzt vor 2 Tagen abgelaufen. Eigentlich hätte vor 2 Tagen der Fenris-Wolf ausbrechen wollen und sollen und Ragnarök hätte begonnen. Aber der Fenris-Wolf ist unheimlich groß und wird verflucht schnell groß. Dazu werde ich auch irgendwann mal kommen, weil ich werde auch irgendwann mal über Lokis Kinder selbst sprechen. So, und das nächste ist eine Schlange. Die Midgard-Schlange. Die Midgard-Schlange ist Thors allergrößter Erzfeind. Und im Laufe der Mythologie passiert es immer wieder mal, dass halt auf verschiedene Götter, verschiedene Arten und Weisen eingegangen wird. Ja? Es gibt immer wieder mal Geschichten und so weiter. So gibt es zum Beispiel eine Geschichte, dass Thor sich in ein Kind verwandelt hat, zusammen mit einem Fischer, also einen Fischer gebeten hat, ob er mit rausfahren darf, also sie, ist mit rausgefahren auf hohe See, auf der Erde, auf Midgard, und ist hergegangen und hat mit einem Ochsenschädel an einem Haken die Midgard-Schlange gejagt. Oder mit einem Troll, glaube ich, hat er das gemacht. Auf jeden Fall ist die Midgard-Schlange so groß, die heißt auch deswegen Midgard-Schlange, weil sie die ganze Welt umspannen kann. So, und Thor hat immer wieder mal diese Schlange gejagt, ja, und hat immer wieder versucht zu töten. Ist aber nie dazu gekommen, die wirklich zu töten. So, jetzt haben wir den Fenriswolf, Hel und Fenriswolf, Hel und die Midgard-Schlange. Odin, Thor. Jetzt habe ich alles durch, Verzeihung. Loki. Loki ist aufgetaucht irgendwann und hat Scheiße gebaut. Der hat immer wieder mal Scheiße gebaut. Das ist ja in dem Sinne auch der Gott der Zwietracht und des Blödsinns halt. Aber Loki ist hergegangen und hat irgendwann richtig Scheiße gebaut. Ich weiß nicht mehr, was er gemacht hat. Ich glaube, der hat einen von Odins Söhnen getötet. Söhnen. Der hat irgendeinen von Odins Söhnen getötet. Mit Absicht natürlich. Aber hat es so hindrehen wollen, dass sein Halbbruder dafür verantwortlich gemacht wird. Der hat irgendwie einen Halbbruder gehabt und der sollte dafür eigentlich verantwortlich gemacht werden. Aber das ist dann irgendwie schief gegangen und dann ist er abgehauen. Loki ist dann geflüchtet, hat sich irgendwo versteckt und ist irgendwann darauf werde ich wie gesagt mal genauer eingehen, da gibt es dann eine richtige Story. Aber irgendwann ist er geschnappt worden. Und als er geschnappt worden ist, haben ihn die Asen festgekettet, haben ihn auf den Boden festgekettet. Und jetzt der Fenriswolf ist am Anfang immer in Asgard rumgelaufen, ja, in der Burg von Asgard ist er immer rumgelaufen, ja. Aber der ist unheimlich schnell groß gewachsen und hat nie aufgehört zu wachsen, ist immer weiter gewachsen. Also sind die Asen irgendwann gezwungen gewesen, und hier muss man dazu sagen, von den Nornen wurde Odin prophezeit, dass der Fenriswolf ihn früher oder später töten würde. So, deswegen hat er ihn auch immer in der Nähe haben wollen, da hat er gewusst, was der Fenriswolf tut. So, der Fenriswolf hat auch irgendwann angefangen zu sprechen. Und weil die Asen irgendwann, weil er zu groß geworden ist, Schiss gehabt haben vor ihm und dann nur noch mit Wachen oder nicht unbewaffnet aus dem Haus gegangen sind, was eigentlich bei ihnen früher unnötig gewesen wäre, hat er sie verhöhnt. So, jetzt haben die Asen zweimal eine Kette geschmiedet. Beim ersten Mal wollten sie so tun, als wollten sie seine Kraft testen. Er hat sie zerbrochen. Beim zweiten Versuch haben sie ihm gesagt, wenn er diese Kette sprengt, das war eine richtig große, fette Kette, wenn er diese Kette sprengt, ja, dann wird er in der ganzen Welt besungen werden und berichtet werden von ihm. Ne? So haben sie das gemacht. Haben sie ihn festgekettet. Also mal kurz die Muskeln angespannt,
hat sich hochgerafft und dann war er frei. Ja. Stärkere Ketten konnten sie nicht schmieden. Es gab keinen Schmied in Asgard, der eine bessere Kette als die, wo sie gemacht haben, schmieden konnte. Also sind sie hergegangen. Sind zu den Zwergen gegangen und haben sich von den Zwergen eine Kette schmieden lassen. Odin hat sie natürlich beschenkt und alles. Und weil Odin sie so beschenkt hat und halt sein Wohlwollen und so weiter gezeigt hat, haben sie gesagt, wir helfen euch. Und haben dann einen Faden gesponnen. Einen Faden wohlgemerkt. Ein ganz dünnes Band. Und mit diesem Faden sollten sie den Fenriswolf fesseln. Es würde niemals zerreißen. Also niemals vielleicht nicht, aber es würde nicht zerreißen. So. Sie haben den Fenriswolf auf eine einsame Insel gelockt und haben gesagt, hier, wir binden dich fest. Und wenn wir sehen, dass wir dich festbinden können, kannst du in aller Ruhe, können wir dich wieder befreien, weil dann bist du für uns ja keine Gefahr mehr. Und dann sagt der Fenriswolf, so ein dünnes Band, das würde mir kaum Ruhm bringen. Außerdem, wenn ihr mich fesseln würdet und ich mich nicht befreien könnte, aus welchem Grund auch immer, dann wärt ihr wohl die Letzten, die mich befreien würden. So. Da wollte er sich auf das nicht einlassen. Und dann nach einiger Zeit sagte er, na gut, niemand soll mir nachsagen, dass ich feige bin. Aber einer von euch muss seine Hand in mein Maul legen. Jetzt waren die Asen in der Klemme. Was sollen sie machen? Der Fenriswolf würde da nie wieder rauskommen, wenn er da mal wenn der da mal gefesselt ist. Ne? Wussten sie ja, die Zwerge sind die besten Schmiede, die haben ja die Schmiedekunst erfunden. So, was sollen sie machen? Alles klar. Sind sie hergegangen? Kein Gott hatte sich das getraut. Tür geht her, legt seine Hand ins Maul. Tür ist der willkürlichste. Es ist der waghalsigste Gott, der existiert. Es ist der Gott, der von nichts zurückschreckt. Er ist zwar nicht der stärkste aller Götter, aber er ist definitiv der verrückteste im Sinne von Waghalsigkeit. So. Also hat der Fenriswolf sich anketten lassen. Nach einiger Zeit, rumgestrampelt und rumgefesselt, hat er sich nicht befreien können. Die Asen lachen. Tür hat nicht gelacht. Denn der Fenriswolf hat einmal fest zugebissen und hat ihm die Hand abgerissen. So. Und das ist nämlich die Geschichte vom Fenriswolf. So. Hel, also Fenriswolf war dann auf der Insel gefangen und konnte da nicht weg. Hel, das Mädchen, das auf der einen Seite dunkel und auf der anderen Seite schwarz war, wurde von Odin in die Hölle verbannt, also quasi in die Unterwelt verbannt, nach Hel. Dort hat Hel die Toten bewacht und hat auf die Toten aufpassen sollen. Er hat sie quasi zur Göttin der Toten erklärt. Ist in Ordnung. So, jetzt waren es zwei. Fenriswolf auf der Insel und Hel in der Hölle. Die haben Angst gehabt von den 3 Kindern. Die Midgard-Schlange hat Odin ins Meer hinausgeworfen. Weit ins Weltmeer hinausgeworfen. Und das ist nämlich die Midgard-Schlange gewesen. So. Warum habe ich euch das jetzt erzählt? Naja, ich will das Video zum Ende bringen. Und weil es heute um die Grundgeschichte geht, um die Grundlagen der Geschichte, geht es jetzt hier damit weiter. Beziehungsweise es endet jetzt damit. Der Fenriswolf wird sich nach der Mythologiegeschichte irgendwann befreien. Hel hat die Toten mobilisiert, auf die sie achten soll. Mit dieser Armee wird sie nach Asgard marschieren. Und die Midgard-Schlange, die mittlerweile so groß ist, dass sie die gesamte Welt umspannt, wird ebenfalls da sein. Außerdem wird sich Loki, der am Boden gefesselt wurde, ebenfalls befreien. Seine Frau, Mann, wie hat die jetzt geheißen? Skald oder so hat die geheißen, oder Sagin, irgendwie soll die geheißen. Und die Frau hat immer bei ihm gewacht, weil es war die einzige, die noch zu ihm gehalten hat. Er ist aufgestanden, hat sie beiseite gefegt und ist gegangen, um Odin zu töten. So ist das Ganze entstanden. Fenriswolf wird Odin töten. Die Midgard-Schlange
wird Thor töten. Tyr wird den Fenriswolf töten. Und wer die Midgard-Schlange tötet, weiß ich nicht mehr. Aber auch die wird getötet. Hel weiß ich nicht, ob getötet wird oder nicht. Aber in dieser riesigen letzten Schlacht werden alle getötet. Bis auf ein paar ganz wenige Asen und ein paar ganz wenige Menschen. Es wird fast nichts mehr existieren außer Menschen, also außer 2, 3 Menschen und 2, 3 Asen. Und im Laufe der Zeit wächst Gras über die Sache und das Leben geht weiter. So ist das Ganze, so ist Ragnarök geplant. Jetzt das letzte, was ich euch jetzt sagen möchte. Nach Valhalla wurde es so gesagt. Nach Valhalla kommen nur Söhne von einem Gott. Und zwar von einem Gott. Dieser eine Gott ist eigentlich der Beschützer von der Bifröst, von der Brücke. Und zwar von Heimdall. Heimdall kann bei Tag und bei Nacht, bei guter oder bei schlechter Sicht 100 Meter weit sehen. Er ist ein starker, fähiger, kräftiger Krieger. Und dieser eine Krieger wurde von Odin persönlich nach Midgard geschickt, um sich zu deren Frauen zu legen, also zu unseren Frauen zu legen und deren Kinder zu zeugen. Und sobald die Saat aufgegangen ist und die starke Kriege geworden sind, deswegen haben die alle in der Zeit damals gekämpft, und dann getötet wurden, wurden ihre Seelen nach Valhalla geschickt. Und so hat er nämlich die fähigsten Krieger ausgewählt, die existieren. Tagsüber wird gekämpft und nachtsüber wird geschlemmt in Valhalla. So ist es geplant. Das heißt, tagsüber fotzt man sich, bis man drauf geht. Und wenn man dann gestorben ist, dann ist man halt quasi gestorben. Aber weil man ja schon tot ist, kann man nicht nochmal sterben. Und abends wird man dann wiederbelebt von Odin und dann kann man quasi anfangen zu essen. Und dann wird halt geschlemmt die ganze Nacht, wird dann gefeiert und gesoffen. Und dann fängt das Ganze von vorne an. Und das ist halt nur als Training gedacht für diesen einen letzten Tag, für das Ragnarök. So, ich habe euch jetzt erzählt, wie die Welt entstanden ist. Ich habe euch jetzt erzählt, was Yggdrasil ist. Ich habe euch über die Namen und die Asen an sich erzählt. Was die Warnen sind, habe ich euch erzählt. Ich habe euch erzählt, was für verschiedene Wesen es gibt. Ich habe euch erzählt, wie die Welt enden wird. Und welche Art von Krieger nach Valhalla kommt. Damit ist das Abonnenten-Special für 100 Abonnenten gelaufen. Morgen werde ich das Ganze, ich werde es wahrscheinlich noch heute schneiden, wenn ich es schaffe. Dann werde ich es morgen rendern oder heute über Nacht rendern, je nachdem wie ich das zeitlich schaffe. Dann werde ich das Video euch hochladen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr ein Video zu der Geschichte, die ich euch jetzt erzählt habe. Ihr findet die Informationen, die ich gesucht habe. Es sind auch Wikipedia-Seiten dabei, also bitte nicht gleich aufregen. Es ist eine Seite dabei, die ich für... Bitte um Verzeihung. Es ist eine Seite dabei, die ich persönlich für sehr sinnvoll halte. Und zwar nennt sich die ganze Wikinger-Seite, glaube ich, irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt, Link in der Beschreibung. Und falls ich noch irgendwas anderes habe, und das habe ich, tut mir leid, und das habe ich, wird das Ganze so gemacht, dass ich dann halt quasi noch andere Seiten verlinke. Ja, die Grundlagen von der nordischen Mythologie sind jetzt erstmal abgehakt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Däumchen da. Falls es euch nicht gefallen hat, könnt ihr mir auch gerne einen Daumen nach unten geben. Das ist mir völlig Wayne. Hauptsache eine Bewertung, dass ich weiß, ob ich mich gut gemacht habe, ob ich mich schlecht gemacht habe. Vielleicht lasst ihr noch einen Kommentar da. Wenn ihr genaue Fragen habt zu verschiedenen Punkten, dann stellt mir die bitte in den Kommentaren. Ihr müsst sie nicht jetzt gleich stellen, weil vielleicht werde ich im nächsten Video diese Frage bereits beantwortet haben. Allerdings, und das sage ich jetzt in jedem Video, am Ende vom Video dazu, im nächsten Video geht es um die Welten und oder um Yggdrasil. Das kommt darauf an, wie krass ich diese Geschichte von Yggdrasil ausbauen muss, dass ich das euch richtig rüberbringen kann. Falls ich das zu weit ausbaue, dann kommen die Welten in der nächsten Folge. Yggdrasil ist auf jeden Fall die nächste Geschichte. Außerdem, die Geschichte, die erzählt wurde, werde ich in Kurzfassung, also quasi in einer Stunde circa, werde ich nochmal kurz zusammenfassen, was da so passieren wird. So, das war jetzt eigentlich so der größte Teil von meinem Zeug, was ich euch erzählen wollte.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.